Der Bruno Gröning Freundeskreis ist ja weltweit einer der größten Vereinigungen für Heilung auf geistigem Wege. Wir zeichnen und dokumentieren diese Heilungen auf. Wir lassen sie von Ärzten überprüfen, checken und auch dokumentieren, sodass wirklich nachgewiesen ist das eine Heilung auf geistigem Weg oder ist es etwas, was auch von selber verschwunden wäre. Wir sind heute hier in Zagreb und haben hier an diesem Kongress teilgenommen, der vom Gesundheitsministerium von Kroatien unterstützt wird, unter dessen Deckmantel wir hier eine große Plattform bekommen haben, den Bruno Gröning Freundeskreis vorzustellen. Es waren Medien, es war RTL anwesend, es waren verschiedene Journalisten da. Es ist vom Gesundheitsministerium der Abgesandte da gewesen, der uns zu unserer Arbeit gratuliert hat. Wenn ich an einem solchen Tag wie heute vor einem versammelten Publikum stehe, gemeinsam mit Geheilten und Ärzten in der Reihe und dann einem Auditorium von 5, 6, 7, 800 Menschen vorgestellt werde und damit der Bruno Gröning Freundeskreis, dann ist es für mich persönlich ein wunderbares Gefühl zu wissen, dass hier Menschen auf der Suche sind und dass wir ihnen ganz ehrlich eine Antwort auf das geben können, was sie suchen. Bruno Gröning hilft uns. Er zeigt uns, wie wir diesen göttlichen Heilstrom in uns aufnehmen können. Und dieser Heilstrom bewirkt letztendlich überall, in allen Bereichen, die Ordnung. Es harmoniert. Und dieser Heilstrom ist so intelligent, der kennt die Probleme von uns, der weiß das. Und er hat nur ein Bestreben, alles wieder zu harmonisieren. Und wenn ich jetzt so viele Menschen vor mir sehe und sie sitzen da und nehmen diese Kraft auf und signalisieren im Anschluss auch, dass sie was gespürt haben, dann ist es für mich etwas ganz, ganz Besonderes, weil damit bei diesen Menschen ein Lichtlein und damit Hoffnung und der Glaube angezündet worden ist, dass sie auch in ihrem Leben Erfolg haben können. Dass diese Schmerzen, die sie seit 10, 20, 30 Jahren haben müssen, dass sie das nicht bis zu ihrem Lebensende haben müssen, sondern dass für jeden Einzelnen auch da Erfolg wartet. Und das ist das Schöne, den Menschen dann sagen zu können, bei euch in der Stadt gibt es bereits eine Gemeinschaft. Dort könnt ihr hingehen, dort könnt ihr regelmäßig diese Kraft aufnehmen und könnt dann auch eines Tages hier stehen und berichten, wie ihr Hilfe und Heilung erlebt habt. Bruno Gröning hat selber damals gewusst, dass der Mensch, wenn er auf dem geistigen Weg ist, wenn er sich weiterentwickeln will, dass er alleine auf die Dauer zu schwach ist. Und deswegen hat er gesagt, treffen Sie sich und kommen Sie zusammen. Und so sind damals die Gemeinschaften entstanden. Ein Zusammenschluss von Bruno Gröning Freunden. Und heute gibt es weltweit in über 130 Ländern mehr als 3000 Gemeinschaften. Und alle 3 Wochen treffen sich die Bruno Gröning Freunde in diesen Gemeinschaften, um eben darüber sich auszutauschen. Erstens, was habe ich für Heilung selber erlebt? Ich teile das mit den anderen, ich erzähle es ihnen. Denn es ist ganz interessant, wenn ich von jemandem höre, dass er von Heilung berichtet hat, und ich kenne den, dann ist es für mich so, dass ich sage, ja, das glaube ich. Das glaube ich. Und dann entsteht in mir der Glaube, wenn dem geholfen worden ist, was eigentlich aussichtslos war, dann kann es mir auch helfen. Und dann ist bei mir der Glauben dadurch natürlich gestärkt. Und das ist eine der Grundvoraussetzungen für eine Heilung. Bruno Gröning sagte, das Erste ist der Wille, gesund zu werden. Und der Glaube an die Gesundheit, an die Heilung ist Grundvoraussetzung. Und so, das ist das Erste, was in der Gemeinschaft gepflegt wird. Das Zweite ist, die Freunde in den Gemeinschaften hören immer wieder über die Lehre Bruno Grönings, über das, was er gesagt hat, was uns hilft, nicht nur gesund zu werden, sondern auch gesund zu bleiben, ein glückliches Leben zu führen. Und das hören wir in der Gemeinschaft, die Lehre Bruno Grönings. Und was dann natürlich ganz wichtig ist, das gemeinsame Einstellen. Also die Freunde in der Gemeinschaft bitten um diesen göttlichen Heilstrom, empfangen ihn und
Ja, das ist wie ein Aufladen der Batterie, so eine Gemeinschaftsstunde. Und wenn man dann nach 1,5, 2,5 Stunden dann nach Hause geht, dann ist man aufgeladen, man fühlt sich fit und hat das Bedürfnis, auch wiederzukommen, weil es doch so interessant war. Kommt natürlich auch hinzu, dass man sich untereinander mit der Zeit natürlich kennt.